Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Autorinnenvorstellung. Bei mir ist heute digital zugeschaltet Jana Zöller. Sie hat das Buch Stolz ohne Vorurteil geschrieben, im Herbstprogramm jetzt erschienen. Herzlich willkommen, Frau Zöller. Schön, dass Sie Hallo, Zeit heute freut haben. mich. Sie macht beruflich auch was mit Medien. Sie hat Journalismus studiert, hat beim ZDF in New York und in Mainz gearbeitet und ist mittlerweile in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ja, Frau Zöller, Ihr Buch trägt ja den Untertitel „Warum wir Menschen in Schubladen stecken und wie sie da wieder rauskommen." Warum stecken wir denn Menschen in Schubladen? Also erstmal vorweg, das macht jeder von uns. Es gibt, glaube ich, keinen, der sich davon freimachen kann. Unser Gehirn macht das ganz automatisch, Leute in Schubladen zu stecken, damit es nicht so viel sortieren muss. Weil wenn wir Menschen auf der Straße begegnen, dann ist es ja so, wir machen uns erstmal ein Bild davon. Und meistens greifen wir dabei darauf zurück, was wir selber schon mal erlebt haben oder aus den Medien und so weiter schon mal gehört haben, damit das Gehirn direkt sagt, okay, der Mensch ist wahrscheinlich so oder so, damit er nicht jedes Mal neu überlegen muss, wie ist denn der Mensch eigentlich? Ja, Sie bringen da ja auch ein Beispiel aus der Steinzeit an, dass die Menschheit wahrscheinlich gar nicht überlebt hätte, wenn, der Steinzeitmensch nicht Dinge, die ihm begegnet wären, in Schubladen gesteckt hätte. Ja, wenn der Steinzeitmensch erstmal überlegt hätte, bei einem großen Tier, ist das wohl Gefahr oder ist irgendwie der Säbelzahntiger doch vielleicht ganz lieb, hätte der wahrscheinlich den Steinzeitmenschen eher aufgefressen, bevor er sich das Urteil gebildet hätte, oh, ist wahrscheinlich gefährlich. Ja, Sie sprechen schon von Urteil bilden. Das Wort Vorurteile ist ja bei uns sehr, sehr negativ behaftet. Warum ist es gar nicht so? Also zu einem Teil stimmt es wahrscheinlich auch. Vorurteile sind sehr häufig negativ, müssen es aber auch überhaupt gar nicht sein. Also es gibt zum Beispiel auch das Vorurteil, dass zum Beispiel schwarze Menschen schnelle Läufer sind oder dass Deutsche pünktlich und ordentlich sind. Und das sind ja jetzt nicht zwangsläufig schlechte Vorurteile, sondern basieren einfach darauf, dass es wirklich auch viele Leute aus diesen Personengruppen zutrifft. Aber eigentlich an sich heißt der Begriff Vorurteil ja nur, dass man sich ein Urteil bildet, bevor man überhaupt den Menschen richtig einschätzen kann. Eigentlich könnte nach der Erklärung und nach der Einleitung das Buch schon zu Ende sein, aber Sie bringen da noch ganz, ganz viele konkrete Beispiele. Was wollen Sie mit Ihrem Buch erreichen? Also mir ist es wichtig, erstens überhaupt gar keinen abzustempeln, weil ich habe genauso Vorurteile wie andere Leute auch. Das Ziel des Buches ist es auch nicht, dass wir frei werden von Vorurteilen. Ich glaube, das wird auch dem weltbesten Ratgeber irgendwie nicht gelingen, sondern dass wir ein bisschen häufiger merken, okay, an der Stelle habe ich Vorurteile und zwar meist negative und die dann an der Stelle konkret nochmal zu überdenken. Ja, wir haben natürlich im Vorfeld überlegt, an welchem Beispiel wir das irgendwie festmachen können, auch so mit den negativen Vorurteilen, wo wir uns so ein bisschen ertappen und sind dann drauf gekommen, was Sie ja auch im Buch beschreiben: Dicke Menschen sind faul und undiszipliniert. Warum ist das gar nicht so? Also, ich glaube tatsächlich, das haben viele von uns schon mal erlebt, dass sie zum Beispiel im Supermarkt irgendwie bei sehr dicken Menschen in den Einkaufswagen geschielt haben oder wenn die aufs Kassenband halt sehr viel an Fertigprodukten legen oder wenn sie halt bei einer Fastfood-Kette jetzt besonders viel bestellen, dass man dann gedacht hat, naja, selber schuld, ne? Wer sich so ernährt, ist ja klar, dass der dann irgendwie so dick ist. Aber es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Gründe dafür, warum Menschen so stark übergewichtig sind. Und ich habe auch selbst in Bekanntenkreisen bei der Recherche festgestellt, selbst schuld sind wirklich wenige Leute, weil es ist ja auch die Frage, wie definiert man jetzt selbst schuld? Dass die Leute so viel essen, klar, das trägt dazu bei, aber die Frage ist oft, warum sie denn so viel essen. Und da gibt es aus meiner Sicht vor allen Dingen drei Gründe. Der erste ist, dass sie es einfach nicht besser gelernt haben. Also Leute, gerade das ist noch ein bisschen häufiger vertreten bei den niedrigeren Bildungsschichten, die haben teilweise wenig Geld. Das heißt zum Beispiel, das fängt dann schon bei der Babyernährung an. Also die kaufen dann das ganz günstige Milchpulver oder die günstigen Breigläschen, wo dann relativ viel Zucker verarbeitet ist, anders als bei den teureren Produkten. Oder sie haben einfach nicht gelernt, jetzt frisch und gut in Anführungszeichen für die Figur zu kochen, greifen dann viel auf die Fertigprodukte zurück. Und da ist ja auch die Frage, sind sie jetzt selber schuld, dass sie es nicht gelernt haben oder dass sie nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu haben?
Der zweite Grund ist, dass sie vielleicht eine Erkrankung haben. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Erkrankungen wie die der Schilddrüse, wo man sehr stark übergewichtig wird. Oder man muss Medikamente nehmen, wie Cortison, die sehr dick machen. Und der dritte Grund aus meiner Sicht ist, ich glaube, der ist relativ häufig, das sind die sogenannten Frustesser. Das heißt, die Leute kompensieren an der Stelle irgendein ungutes Gefühl mit Essen. Also sei das jetzt, weil sie traurig sind oder Frust haben oder irgendwie sehr stark gestresst sind und dann zum Essen greifen, weil es sie in dem Moment befriedigt. Ich glaube, vielen Leuten ist das noch nicht mal so bewusst, dass es so ein Automatismus irgendwie ist. Aber es stellt in dem Moment erstmal so ein bisschen dieses negative Gefühl hinten an und das positive Gefühl durchs Essen kann was ausgleichen. Und gerade bei dem Thema psychische Erkrankung, ich sage jetzt einfach mal Erkrankung oder das Ausgleichen, wie auch immer das jetzt manifestiert, ist ja auch so eine Sache, ist man daran jetzt selber schuld? Ich sage mal, Leute, die vielleicht alkoholkrank sind oder die stark rauchen oder irgendeine andere Sucht haben, die können das Ganze vielleicht ein bisschen besser kaschieren, zumindest wenn es nicht so stark fortgeschritten ist. Und Leute, die sehr dick sind, können das eben nicht kaschieren. Jeder sieht sofort nach außen, okay, die haben irgendein, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Problem. Oder die tragen halt ein Laster mit sich rum und deswegen werden die ganz schnell einfach ja, zur Angriffsfläche für andere Leute. Ja klar, und um nochmal auf das Thema des Frustessens zurückzukommen, da spielen natürlich auch genetische Voraussetzungen eine Rolle, auf die Sie im Buch eingehen. Weil nicht jeder, der jetzt irgendwie mal, sei es jetzt eine Tafel Schokolade, weil der Tag so schlimm war, aus Frust in sich reinhaut, wird dann gleich automatisch dick. Das stimmt auf jeden Fall. Also jeder von uns hat irgendwie eine Anlage dazu, wie er mit Stress und Frust irgendwie umgeht. Die einen essen mehr, die anderen essen weniger, wenn sie Stress haben oder keine Ahnung. Manchen hilft es, sich beim Zocken oder beim Sport abzureagieren. Und definitiv haben wir dazu eine Veranlagung, ob wir das Ganze mit Essen kompensieren oder nicht, aber auch wie unser Körper grundsätzlich auf Essen und Hunger reagiert. Dafür haben wir eine Veranlagung, also zum Beispiel fürs Hungergefühl. Jeder von uns hat ja ein Hungergefühl, was mehr oder weniger ausgeprägt sein wird. Und gerade Leute, die sehr übergewichtig sind, haben oft einfach sehr viel und sehr schnell Hunger. Und zum Beispiel Studien mit adoptierten Jugendlichen haben ergeben, dass ihr Gewicht viel mehr an dem orientiert ist, wie ihre leiblichen Eltern sind, als an dem der Adoptiveltern. Das heißt, dieses nur gelernt haben und anerzogen bekommen, spielt auch nicht alleine nur eine Rolle, sondern die Genetik hat da tatsächlich auch was mit zu tun. Auch wenn dünne Leute das ja immer so ein bisschen belächeln und sagen, ja, ja, okay, ne, wer sich nur genug Mühe gibt, irgendwie, der schafft das schon irgendwie. Aber viele Faktoren halt tragen dazu bei, dass Leute dann doch übergewichtig sind und nicht immer alle davon so besonders gut beeinflussen können. Jetzt mit der Kenntnis dieser Faktoren, wenn ich jetzt so das nächste Mal auf jemanden treffe, wo ich mir dann doch im ersten Moment, altes Thema, denke, oh, oh, was ist dann der nächste Schritt? Wie gehen Sie damit um? Also mir passiert das natürlich auch nach wie vor, aber ich denke dann mittlerweile, okay, mir ist das jetzt aufgefallen irgendwie und vielleicht auch nach wie vor negativ, jetzt nicht mehr unbedingt bei übergewichtigen Menschen, da passiert es mir wirklich nicht mehr so oft, dass ich denke, oh je, das geht ja irgendwie gar nicht, aber dass ich in den Situationen dann denke, okay, was steckt vielleicht dahinter, warum sind die Menschen so, wie sie erstmal aussehen oder wie sie auf mich wirken, und dass ich an der Stelle denke, vielleicht unterhalte ich mich erstmal mit der Person, weil meistens ändert sich das Bild dann relativ schnell, wenn man erstmal ein bisschen dahinter blicken konnte, wie die Leute so sind. Haben Sie an sonstigen Lebenspunkten noch viele Vorurteile? Wie oft haben Sie mit Vorurteilen selber noch zu kämpfen? Ich glaube, da das im Alltag sich ergibt, jedes Mal, wenn man auf noch unbekannte Menschen trifft, natürlich auch relativ häufig. In Corona-Zeit ein bisschen weniger, da kommt man ja nicht so häufig unter Menschen. Aber ja, sobald man Begegnungen hat, sortiert man halt. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich ein bisschen einfacher geworden mittlerweile, nach dem ersten Blick zu sagen, ach, ich wage noch mal einen zweiten und der ändert dann häufig schon irgendwie den Eindruck.
In Ihrem Buch gehen Sie ja auf ganz, ganz viele konkrete Beispiele ein, viele aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Das stelle ich mir natürlich sehr herausfordernd vor, da den Schreibprozess zu überlegen, ähm, was schreibe ich jetzt, wie verändere ich die Namen, ist es entfremdet genug, ist es zu viel Entfremdung? Wie war für Sie das Schreiben? Also, tatsächlich war es zwischendurch so, dass ich gedacht habe: „Oh je, ich will ja auch niemandem auf den Schlips treten oder habe ich das jetzt richtig verstanden in den Gesprächen?“ Aber gerade bei den Leuten, mit denen ich, befreundet bin, denen habe ich's schon noch mal zu lesen gegeben. Und da waren die Reaktionen eigentlich, häufig sehr positiv, weil die gesagt haben: „Okay, ach, das habe ich selber noch nie so für mich auf den Punkt gebracht.“ Und, die meisten von uns kennen ja auch irgendwie die Situation, auf der anderen Seite zu stehen, nämlich selber irgendwie Vorurteilen ausgesetzt zu sein. Und, man reflektiert das ja auch gar nicht so oft für sich, dass es jetzt wirklich einen so stark verletzt hat, weil es vielleicht ein Vorurteil gewesen ist. Und, deswegen fanden das gerade so die Bekannten oft ganz gut zu sagen: „Ach, das hat mal jemand für mich aufgeschrieben. Ich bin mir jetzt, viel mehr bewusst darüber, was, eigentlich häufig auch passiert.“ Ihr letztes Kapitel, wo Sie dann auch noch mal konkrete Tipps geben, wie man, so gegen die eigenen Vorurteile ankämpft, hat mit Trash-TV zu tun. Es geht um den Bachelor. Ich war ja ganz überrascht, wie ich diese Überschrift gelesen habe: „Wie hilft Bachelor-Schauen gegen den Abbau von Vorurteilen?“ Ich glaube, jeder von uns hat auch so ein bisschen diese dunkle Seite in sich, nenne ich das jetzt einfach mal. Also, manchmal macht es ja auch Spaß, zusammen in der Gruppe so 'n, ich sage mal in Anführungszeichen, zu lästern vielleicht oder ein bisschen die negativen Gedanken rauszulassen. Das ist wahrscheinlich menschlich, dass man da so ein bisschen den Drang zu hat. Und deswegen, mache ich das manchmal, mich mit meinen Freundinnen irgendwie zum Fernsehschauen zu verabreden und, 'n bisschen zu lästern über das, was RTL und Co. uns da so hergeben. Ähm, Wir wissen, dass wir das in dem Moment machen, weil es einfach der Belustigung dient und so ein bisschen das Teufelchen auf der Schulter rausholen und das packen wir danach aber dann auch wieder ein und dann ist es auch gut. Und vielleicht hilft das ein bisschen dazu, das in den Momenten abzubauen, dass man es in der Realität dann nicht mehr so häufig macht. Aber wie geht's denn in der Realität? Was sind denn da für Übungen, notwendig, dass man irgendwie lernt, in solchen Situationen eben nicht so zu urteilen, nicht direkt in diese Muster zu fallen, wo man sich denkt: „Ah, der ist aber doof.“ Also, mir haben tatsächlich 2 Übungen ganz gut geholfen. Und zwar die eine, mal zu versuchen, in jedem Menschen, der einem so auf der Straße entgegenkommt, das Positive zu sehen. Also, wirklich, wenn mir jemand entgegenkommt, mal zu schauen, was an dem Mensch ist denn vielleicht auch gut. Das ist gar nicht immer so einfach, weil wir eben, wie gesagt, sehr schnell nach der Optik irgendwie, urteilen und das, ja, kann uns ja auch mal nicht so gut gefallen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es muss uns ja auch nicht jeder gefallen, der uns entgegenkommt. Aber, dann halt zu sagen: „Okay, wenn uns vielleicht die Optik nicht so gefällt, geht er vielleicht mit dem Hund spazieren und ich mag, dass der Mensch tierlieb ist“ oder so. Und die zweite Übung, ist vielleicht noch ein Schritt weiter, mal überhaupt nicht zu urteilen. Das geht zum Beispiel in der Natur ganz gut. Wir sind so ein bisschen darauf gepolt zu sagen: „Ah ja, irgendwie die Blume ist aber schön“ oder „die Schnecke ist aber eklig.“ Und, einfach mal zu schauen, was kann ich denn objektiv irgendwie sagen, zum Beispiel, welche Farbe hat denn das Blatt oder wie ist denn die Oberfläche von der Bank da oben oder so. Also, da einfach mal zu schauen, dass man die Bewertung komplett weglässt und dann gelingt einem das bei Menschen, glaube ich, auch ein Stück weit besser. Das war doch ein wunderbarer Schlusssatz. Und wer sich noch weiter mit den Vorurteilen, mit den Klischees, die wir so im Kopf haben, und tatsächlich auch mit den Personen, die dahinter stehen, beschäftigen möchte, dem empfehlen wir natürlich das neue Buch von Jana Zöller, „Stolz ohne Vorurteil“, in unserem Onlineshop erhältlich. Und ich verlinke es natürlich jetzt noch mal unten, damit jeder auch direkt draufklicken kann. Vielen Dank, Frau Zöller, für Ihre Zeit und vielen Dank euch fürs Zuschauen.